Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und in meinem heutigen Video zeige ich dir diese Tribble Block Easel Card. Die finde ich persönlich ziemlich cool. Hier vorne mit den 3 Elementen, wo man was einstecken oder einkleben kann. Dann das Easel-Element, richtig schön so zum Hinstellen. Und man kann es hochheben, die 3 Boxen runterklappen, das obere Element runterklappen und schon ist es flach, um es zu verschicken. Finde ich total cool. Ja. Auf die Idee gebracht hat mich meine Freundin Kerstin von Pixie Creates. Die hat mir nämlich in unserem gemeinsamen Video, das kannst du hier dir angucken, diese Karte gezeigt. Ihre ist hier allerdings so ein bisschen größer. Da ich das aber gerne für einen kleinen Briefumschlag haben möchte, habe ich mir das umgerechnet. Geht natürlich auch für größere, aber ich wollte das halt gern für die normalen kleinen Briefumschläge haben. Ja, das hier habe ich mit dem Set Marktfrisch gemacht. Finde ich sehr cool mit den ganzen Gemüseelementen hier, Tomaten, Karotte, Salat. Wenn man mal irgendjemanden hat, dem man Gemüse schenken möchte aus dem eigenen Garten oder der einen eigenen Gemüsegarten hat, dem man was schenken möchte, also dem man eine Karte dazu schenken möchte oder irgendwas für den Garten oder als Geburtstagskarte, immer noch knackig. Finde ich mega, ganz ehrlich. Ja. Das ist einmal Marktfrisch, finde ich total schön. Heute basteln wir aber mit dem Set Kreativ mit Kaffee bzw. dem Designerpapier und dem Stempelset Käffchen. Das kommt gleich noch dazu. Ja, fangen wir doch auch mal direkt damit an, würde ich sagen. Für die Karte brauchst du ein Stück Farbkarton in 10,5 x 27 cm. Für das Aufstellelement ein Stück Farbkarton in 14,5 x 10,5. Ein zweites Stück Farbkarton in einer anderen Farbe in 14 x 10 cm. Ein Stück Designerpapier in 13,5 x 9,5. 3 Stück Designerpapiere, auch wenn ich nur eins in der Hand habe, aber 3 Stück Designerpapier für die Boxen in 9 x 10,5. Und für die Rückseite, habe ich gar nicht gezeigt, hier, wenn wir ja auch ein bisschen was beschriften, nochmal ein kleines Stück Farbkarton in 10 x 6,7 cm. Ja. Dann mache ich mir hier einmal ein bisschen Platz. Wir nehmen das große Stück Farbkarton in 10,5 x 27 cm, legen die lange Seite an und falzen einmal bei 7,2 cm und bei 14,5 cm. Das ist sozusagen von der Seite gesehen hier der Unteraufbau, das untere Element dieses und hier zum Festhalten. So. Das heißt, die beiden Linien einmal noch kräftig nachgefalzt und so aufstellen, dass hier ein Dreieck entsteht. Dann aber erstmal wieder beiseite legen und wir gestalten hier den vorderen Aufleger. Das ist ziemlich schnell gemacht, wenn ich mein Klebeband wiederfinden würde. Hier. Einfach die 3 Schichten, sage ich mal, aufeinander kleben. Farbkarton, Farbkarton, Designerpapier. Ich würde jetzt beim Designerpapier darauf achten, dass er vielleicht nicht zu unruhig ist, je nachdem, wie man den Vordergrund gestalten möchte. Nicht, dass die Elemente, die man vorne hier als 3D-Effekt draufsetzt, so vor dem Hintergrund quasi verschwinden. Das wäre ein bisschen blöd. So. Einmal, damit es sich ein bisschen abhebt und ein bisschen stabiler ist noch, einmal Farbkarton. So, und ich hatte mir jetzt dieses hier gedacht, ja, weil die Seite ist mir ein bisschen zu blass heute. Das ist wirklich, also die Karte ist auch echt schnell gemacht, muss ich sagen. Und ich stehe ja so auf Aufstellkarten, weil man einfach, finde ich, wenn man dem als Beschenkter hat man da einfach länger was von. Die stellt man sich auch mal hin, die verschwindet nicht so schnell in der Schublade. So. Ich klebe die jetzt schon mal zusammen, auch wenn ich die zu Ende gestalten könnte, aber ich möchte wissen, wie sie, wenn ich sie zu Ende gestalte, in Relation hier zu dem vorderen ist, wenn ich die Elemente draufsetze. Deshalb. Hier kommt es drauf. So, ne? Dass ich das hier so draufklebe. Deshalb nehme ich hier mein oberes Stück, drehe mir das einmal, dass mir das flach vor mir liegt und gehe da einmal mit Flüssigkleber drüber,
damit das einfach gleich zum Schieben noch ein bisschen schöner ist, wenn ich es nicht sofort treffe beim Aufkleben. Nicht zu viel nehmen, sonst quillt es an den Seiten über. So, nochmal zur Erinnerung. So steht es. Und die untere Kante muss mit dieser unteren Kante übereinstimmen. Und die Seiten natürlich auch. Deshalb, ich richte das immer hier an einer Ecke aus, gehe dann an der einen Linie entlang, dann an der anderen. Und durch den Flüssigkleber kann ich das nochmal ein bisschen nachjustieren, damit das auch wirklich gut passt. So, damit ist das Element schon mal da, aber noch rutscht es. Da kommen jetzt unsere 3 Boxen ins Spiel. Die 3 Stück Designerpapier in 9 x 10,5 an der 9 cm Seite anlegen und dann falzen bei 2, bei 4, bei 6 und bei 8. Falzen, nicht schneiden, aufpassen. 2 mache ich immer auf der rechten Seite, damit ich hier mehr Papier zum Anliegen habe. Drehe es mir einmal und dann auch bei 4, bei 6 und bei 8. Dann auch einmal alle Linien ordentlich nachgefalzt, damit der Karton nicht irgendwie so ein bisschen rund aussieht, sondern wirklich quadratisch am Ende. Hier habe ich eine kleine Klebelasche. Und auf die kommt jetzt auch doppelseitiges Klebeband. In dem Fall verwende ich allerdings extra starkes doppelseitiges Klebeband. So. Ja. Drehe mir das um, lege mir das hier so mittig sozusagen hin und dann brauche ich die andere Seite nur drüber legen, festdrücken, gucken, dass es wirklich aufeinander liegt. Gut, drücke es nochmal in die andere Seite fest und schon habe ich meine Box. So, die anderen beiden habe ich auch schon fertig gemacht. Und dann gucke ich jetzt, wo es hier ist, nämlich bei mir die Klebelasche. Die will ich ja nicht, dass die nach hier oben zum Beispiel guckt in meiner Karte, sondern die möchte ich schon, dass sie nach unten und im Idealfall auch nach hinten ist. Das heißt, ich gucke, wo ist sie? Und da kommt dann mein Klebeband hin. Und auch hier nehme ich den doppelseitigen Kleber. Der hält einfach sehr gut. Ne? So. Nur, dass man ihn nur abschneiden kann, anstatt abzureißen. So. Man sieht, er klebt wirklich gut. Dann kontrolliere ich nochmal, wo ist meine Kante, dass die auch wirklich nach hinten geht, weil ich schaffe das dann auch ganz gerne, das zu erzählen und dann, dass es nicht ist. Aber ich habe sie jetzt nach hinten, unten ausgerichtet. Und jetzt gucke ich, dass meine Box mit dieser Kante hier auf diese Ecke auftrifft. Die wirklich schön vorne ist. Man kann das auch, wenn man sich nicht so sicher ist bei solchen Aufkleberarbeiten, auch gerne mit Flüssigkleber arbeiten, damit man es noch so ein bisschen schieben kann. So, dann einmal von innen schön festdrücken und die erste Box steht schon. Und dasselbe mache ich bei den anderen. Ich gucke, wo ist hier die Kante. Da kommt mein Klebeband hin und dann klebe ich die nächsten beiden auch so auf. So, Kante. Ich habe keine da. Also das Schönste an dieser Karte, finde ich, ist das Verzieren, muss ich mal ehrlich sagen. Das macht richtig Spaß. Da kommt man gleich zu. Wobei hier so das Auswählen, welches Designerpapier ich nehme, das ist auch schon echt cool. Macht einfach Spaß mit diesem Papier. So, die setze ich dann wirklich haargenau an diese Kante hier dran. Ich kann die mal so flach hinlegen. Also diese klicke ich flach und die klicke ich in die andere Richtung. Klicke ich in die andere Richtung. Da kann ich die hier richtig gut ranschieben. Nicht aufpassen, dass man nicht drunter schiebt. Die beiden Seitenkanten mit beachten.
Und schon sind beide da. Und genau dasselbe mache ich auch mit der dritten Box. Gucken, wo ist meine Klebekante. Die beiden nach vorne geklappt. Den sozusagen nach hinten. Schön dagegen gestoßen. Dann kann ich die nämlich auch so hochhalten noch, ohne dass die schon aufklebt. Und senkt die dann hier so schön flach ab. So. Einmal alle 3 ausgerichtet. Und jetzt hält die Karte auch viel besser, rutscht nicht mehr nach vorne weg. So sieht sie von der Seite aus. Ja, eins habe ich natürlich vergessen. Das kann man auch vorher machen. Und zwar hier hinten muss ja noch das Stück drauf. Ja, wenn du jetzt denkst, ist jetzt ja alles so wackelig und so. Das Tolle ist ja, wie gesagt, man kann das alles flach hinlegen. Das ist wirklich, wirklich gut. Und wenn man schon flach hinlegt, kann man halt auch einfach gut noch was Elementartiges dazusetzen. Also hier, meine 3 Boxen sind flach. Gucke nochmal, dass ich das richtige Stück erwische. Hier in die Mitte soll es. Habe außenrum jeweils meine 2,5 mm. So, und habe jetzt hier hinten auch noch ein Element zum Beschriften. Jetzt habe ich hier also einmal meine große Fläche, wo ich was machen möchte, und hier unten. Und ich will gar nicht so viel oben machen. Ich habe mir deshalb mal hier schon so einen Spruch vorbereitet. Dafür habe ich nämlich die 9 Anhängerstanzen verwendet. Die gibt es bei Online exklusiv auf der Homepage, aber ganz normal zu bestellen, wie du sonst deine Sachen auch bestellst. Du siehst sie halt nur nicht im Katalog, aber kannst du dir ganz normal online angucken. Das sind die Stanzformen Weihnachtsworte. Die haben das sind so kleine Tags, so Anhänger, die man irgendwo dran machen kann. Ist aber gar nicht schlimm. Das Loch will ich in diesem Fall gar nicht haben. Das überkleben wir. Und der Spruch, ich wünsche dir den besten aller Tage, habe ich aus dem Vogelhäuschen. Das ist auch total niedlich. Habe ich noch nicht so viel mitgemacht, muss ich unbedingt noch mal ein bisschen mehr mitmachen. Aber ist wirklich schön, kann man ganz tolle Sachen mitmachen. So, ich möchte jetzt diesen Spruch hier oben so ein bisschen quer haben. Stelle meine Karte also auf und gucke, wo will ich es überhaupt haben. Und bei mir ist das hier so, die Höhe finde ich super, quer da drüber. Und aber nicht flach drauf, sondern dann nehme ich meine Abstandshalter hier, die Dimensionals. Und damit das so ein bisschen hoch steht und noch mehr Dreidimensionalität hat. Also das ist heute aber auch hier was. Nee. So. Brauche auch gar nicht so viele. Knibbelarbeit dafür heute. So. Ich lege meine Karte hier wieder flach hin. Guck nochmal, wo ich es haben will, dass es nicht zu sehr links und rechts übersteht. Muss ja auch noch in den Briefumschlag passen. So. Und wie gesagt, das Loch für den Anhänger, das finde ich nicht so toll. Deshalb habe ich hier die kleinen Tassen vorbereitet. Die sind aus dem Set Käffchen und zwar aus den Stanzformen davon. Das heißt, ja, heißt auch Käffchen, da gibt es ganz viele Varianten. Die Tassen, andere Tassen, Kaffeemaschinen, diverse Varianten, kleine Tassen. Also richtig schön viel. Das Video, was ich am Anfang erwähnt habe, ich verlinke es auch nochmal hier. Da stelle ich einmal das ganze Set vor. So. Und wie gesagt, das möchte ich weghaben. Deshalb klebe ich da meine beiden Tassen drüber, aber die erst als zweite. Und zwar kommen hier oben die beiden Kaffeetassen hin. Das kleine schwarze, das muss man extra ausstanzen. Am besten mit der doppelseitigen Klebefolie gleich auf der Rückseite. Das ist mir sonst eine echte Fummelarbeit, das zu machen. Und ich gebe zu, ich habe meins nicht in schwarz ausgestanzt, sondern hatte noch so ein paar Farbelemente in Pekanuss und habe die einfach schwarz angemalt. Mal ganz ehrlich, das sieht jetzt auch ein bisschen mehr nach Struktur im Kaffee aus. So, die kommen hier oben noch hin. Und schon sieht es aus wie eine ganz normale, ja, wie heißt denn das? Weiß ich gar nicht.
Auf jeden Fall nicht mehr wie ein Anhänger mit Loch. So, das wäre das eine. Und dann habe ich noch aus dem Set 3 Kaffeetassen hier. Einmal die Tasse gestempelt und dann hat die 2 verschiedene Motive. Und weil ich die noch in einer anderen Farbe haben wollte, habe ich das Ganze nochmal auf Pekanuss gestempelt, statt direkt in die Tasse rein, dieses Stück Pekanuss hier reingeklebt. So, und diese Tassen setze ich jetzt mal hier vorne vor. Die kann man also einfach nur hier reinstecken, wenn man möchte. So. Das wäre dann so. Das reicht mir aber nicht. Ich werde meine einmal festkleben. Dafür nehme ich hier einfach einen Kleberoller. Gehe hier vorne einmal drüber. Mache das so ein bisschen nach vorne. Und gucke, dass ich es hier reinsetze. Und zum Festdrücken einfach die 3 Boxen nach unten. So, das ist der eine. Dann die nächste Kaffeetasse. Dasselbe. Und dann gucke ich jetzt noch mal, wie ich die letzte haben möchte. Die möchte ich hier so ein bisschen höher haben. Kriegt unten nicht ganz so viel, damit die aber auch wirklich gut festhält. Nehme ich da mal das doppelseitige Klebeband und setze hier an mein letztes Element mittig, relativ weit oben an. Sieht man auch, die guckt weiter raus. Ja. Und schon ist meine Tribble Block Easel-Card, ja, so heißt sie, Tribble Block Easel-Card, schon fertig. Hinten zum Beschriften. Und für Kaffeeliebhaber perfekt geeignet. So, ich halte die mal so, damit man die ein bisschen besser sieht. Hier nochmal die Karte für die Gartenliebhaber. Ja, wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das gerne, damit du weißt, wann mein nächstes Video kommt. Ich hoffe, dir hat das Spaß gemacht. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Bastelt gerne nach, verlinkt mich bei Instagram, bei Facebook oder schreibt mir einen Kommentar, was auch immer. Eine wichtige Sache habe ich noch. Wenn du hier vorne Elemente einsetzt, darauf achten, dass sie nicht höher als diese Falzlinie sind. Mein Schild war vorhin noch höher und dann konnte ich sie nicht zuklappen. Das ist blöd. Also ganz wichtig, letzter Tipp am Ende, auf die Faltlinie achten. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Deine Annalena. Tschüss.